Und jetzt hören wir der Uhr beim Klingen einmal zu. Das ist krass. Das ist krass. Herzlich willkommen, mein Name ist Viktoria Gebauer und du bleibst erstmal kurz draußen. Was geht hier vor sich? Was passiert hier? Draußen. Heute herzlich willkommen meinem YouTube-Channel Viktoria Gebauer bei Marc Gebauer. Halt, stopp. Erstmal ist alles meins. Geheiratet. Also ich sehe da nichts. Ja, heute nicht tatsächlich. Ich musste parken. Ich war heute Power Woman. Okay. Hab geparkt. Power, Kraft, Strength. Strong. Ja, was machen wir heute? Ja, ich habe schon angedeutet, wir machen heute ein YouTube-Video auf neuem Viktoria Gebauer Channel. Und zwar, es geht selbstverständlich um Uhren. Ich habe mir heute sehr, sehr schöne, tolle Uhren hier ausgesucht und euch vorbereitet und werde gleich zeigen und erzählen. Dafür bist du ja da. So, okay, das ist genau. Und ein bisschen schön auszusehen, etc. Genau, wie geht's dir denn sonst? Danke, dass du da bist. Ja. Möchtest du auch meine Zuschauer begrüßen? Ja, also erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Heute haben wir eine neue Folge Watches of the Week. Wir haben grandiose Teile hier vorbereitet. Es ist ja nur noch ein paar Wochen, 2 Wochen bis Black Friday. Und Leute, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, diese Woche gibt es Uhren, die werdet ihr so nirgendwo anders finden. Ich meine, das sage ich eigentlich immer. Noch zuvor, nicht, dass es irgendwas... dass ich deswegen mehr verkaufe. Aber bei jeder Bestellung gibt es so einen Aufkleber mit dazu. Wir haben ein Projekt vor. Ihr werdet, ich denke mal, in einer Woche oder 10 Tagen werdet ihr sehen, was wir hiermit vorhaben. Es ist eine sehr lustige Sache und ich freue mich darauf. Und wenn ihr eine Bestellung ausführt, dann habt ihr auch so. Ich habe aber auch ein sehr schönes Bild von dir ausgesucht. Mein Lieblingsbild, würde ich mal sagen. Fast schon so, ne? Das finde ich sehr gut. Ja. Sehr ready. Also, wir fangen erstmal an mit so ein bisschen Rolex-Uhren. Und zwar, wie immer, ihr wisst, dass für mich es extrem wichtig ist, die Sachen im kompletten Set zu haben. Und wir hatten das Glück, einige Modelle, zum Beispiel diese GMT Master, Discontinued Model mit der Original-Auslieferungsrechnung zu bekommen. Weißt du noch, was das für eine was man damit macht? Also, wofür das da ist? GMT Master. Die GMT Master war doch 2000 Jahre später. Genau, perfekt. Und auf der anderen Seite haben wir noch eine Submariner, auch mit komplettem Lieferumfang. Das ist eine Taucheruhr. Die ist für Tauchen? Ja. Submariner zum Tauchen. Die ist zum Tauchen? Submariner. Genau, das ist nämlich richtig. Diese Uhr ist zum Tauchen. Habe ich kurz verunsichert, ne? Und guck mal, was hier alles mit dabei ist. Wenn ich sowas sehe, dann raste ich. Alles abfotografiert. Hat keiner gefragt, aber da raste ich natürlich immer aus. Guck mal hier, alles mit dabei. Solche Dokumente, das liebe ich, ne? Und findet man heute immer seltener. Ist auch LC100, ne? So. LC100, das spielt eigentlich keine Rolle. Aber das spielt Gott sei Dank keine Rolle mehr. Aber ich weiß, wenn man schreibt es dann irgendwie dann doch dazu, ne? Aber es ist bei uns weder Plus noch Minus noch sonst irgendwas. Und von der GMT Master haben wir auch noch, hoppala, eine gebrauchte weißgoldene. Schon wieder, die ist so traumhaft schön. Mein Gott, also die ist so traumhaft schön. Zum dritten Mal kriegen wir die und die ist zum dritten Mal wirklich immer noch schön. Ne? Wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat sich nichts geändert. Oh, die ist schwer, ey. Sieht cool aus. Immer noch so schwer? Top-Zustand. Immer noch so schwer? Immer noch schwer. Okay. Hat sich nichts verändert, ne? Nicht weniger Weißgold reingetan. Nee, nicht. Ja, Rolex nicht gespart. Weißgold reingetan. Hat nicht gespart. Nee. So, wenn wir jetzt ein bisschen günstiger werden, haben wir eine Tudor Bronze. Finde ich eine sehr gelungene Uhr. Die magst du sehr, ne? Ja, weil man hat 2 Bänder dabei. Einmal NATO-Strap in braun und einmal halt das Metallarmband. Die Uhr ist aus Bronze. Dadurch wird es auch eine schöne Patina geben. Und welche tolle Funktionen hat Tudor-Uhr? Also die Tudor-Uhr ist halt eine Taucheruhr auch. Taucheruhr, okay. Die ist zum Tauchen gemacht. Also man kann die Lünette auch nur in eine Richtung drehen. Jetzt gibt es noch einen Tipp von meiner Seite aus, bevor wir mal ein bisschen von Rolex wegkommen. Und zwar, ihr wisst, manchmal erkenne ich gewisse Trends im Vorfeld. Ne? Ziemlich oft. Danke dir. Und ich denke, man kann von einem gewissen Preissprung bei der Batman ausgehen. Also es gibt verschiedene Varianten. Wir haben jetzt hier eine zum Beispiel am Jubiläeband. Es gibt aber auch die Version am Oysterband. Beide sind verfügbar. Und ich schätze mal, dass wir hier
doch einen Preisanstieg noch vor uns haben. Es liegt daran, dass die Pepsi... Kaufe ich. Wo muss ich überweisen? Kann bitte mir jemand Rechnung einlegen? Das wäre mal was Neues. Ja, Kann bitte meine Rechnung anlegen? Ja, und von daher, ich denke schon, dass hier, weil die Pepsi so viel teurer geworden ist, dass die Batman danach ziehen wird. Das dauert ein bisschen, weil natürlich mehr Uhren verfügbar sind mit der alten Referenz, der neuen Referenz und so weiter. Aber ich schätze schon, dass wir hier in diesem Bereich für diese Uhr unter 20.000 Euro da schon noch etwas sehen werden bei der Variante. Von daher behaltet das mal im Auge und wer weiß, wo wir im Januar stehen. Finde ich aber eine sehr spannende Geschichte. Jetzt nur kurz optisch. Was magst du lieber, Pepsi oder Batman? Nur rein optisch. Was gefällt dir besser? Also für die Pepsi gefällt mir bei der alten. Da haben wir auch ein paar 16710 oder 16700 haben wir auch welche. Aber bei den Keramikvarianten finde ich, muss ich sagen, die Batman einfach schöner. Okay. Ist für mich modern. Von Funktionen sind die identisch oder haben die Differenzen? Die sind alle aus derselben DMT-Serie. Genau. Okay. Dann machen wir noch weiter mit Iced Out Modellen. Wir haben wieder in Stock beide Uhren, die wir vorher hatten, wurden verkauft. Jetzt haben wir hier wieder back in Stock eine mit sehr großen Steinen auf der Lünette. Auch die Seiten sind ausgefasst und ihr werdet nirgendwo die zu diesem Kurs bekommen. Und auf der anderen Seite noch eine Datejust Iced Out mit grünen Ziffern. Mit grün, habe ich gerade gesehen. Ja. Ist es wegen dem Licht so anders? Oder nee, wegen der Farbe. Also auf aber ich dachte, das Spiegel so einfach mit so einem nee, grün. Oh, schick, ne? Sehr schick. Das finde ich auch cool. Ei. Ich muss mal ganz kurz Rechnung einlegen. Schön. Ja. Außergewöhnlich. Neue Art auch Uhren zu tragen. So, weißt du? So. Okay. Also Ice Out wieder da. Genau, Ice Out haben wir was Neues in Stock. Auch für all die Leute, die jetzt auf der Suche sind nach einer Platin Daytona. Wir haben eine Gebrauchtuhr mit vollen Links auch. Meistens fehlt da etwas und die Platin-Bandelemente sind sehr teuer. Mit Box und Papers, cooles Modell. Und für all die Leute, die jetzt im Niedrigpreissegment sagen wir mal, noch was haben, möchten wir Gold. Ne, also unter 20.000 Euro. Okay. Das gibt es zwischen 15.000 und 20.000 Euro eine Day-Date. Das wäre jetzt die etwas teurere Variante. Ich glaube, die liegt bei 17.900 Euro, meine ich, mit den Baguette-Ziffernblättern. Und das wird auch eine Uhr sein, die nächstes Jahr über 20 kosten wird. Die sind, also das ist ja ein Vintage-Modell. Die waren so 70er, 60er, 80er. Nee, also eigentlich, also es gibt die, also die wir verkaufen, sind meistens aus den 80er und 90er Jahren. Okay, warum wurde in 90er, 80er Day-Date rausgebracht? Also was haben die Leute damit zu den Zeiten? Also Rolex hat einfach beschlossen halt, dass sie das Modell nach der Datejust oder nach der Oyster haben die das halt in Gold rausgebracht. Und die Day-Date gibt es ja nur in Gold oder in Edelmetall, in Platin auch und nicht in Stahl. Und das war halt die Sache. Okay, aber warum so plötzlich? Also wir kamen ja auf Day-Date, also warum bringe ich eine Day-Date raus? Ja, die haben sich einfach gedacht, haben sich ausgedacht, also jetzt hier oben steht der Tag und das war halt, das haben sie sich einfach ausgedacht, ne? Okay. Also war jetzt nicht speziell für irgendwelche... Nee, nicht speziell. Wir machen jetzt weiter mit Patek Philippe und zwar, wir haben einmal eine Ellipse in Weißgold. Ich habe auch eine Umfrage gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, dass jetzt dieses Modell hier, es ist eigentlich lächerlich, 13.000 Euro kostet. Mit Boxpapieren, Original hier, Service-Nachweis, dies, das. Guck mal, was hier alles dabei ist. Ne? Auf der anderen Seite findet man eine Stahl-Submariner für denselben Preis. Ne? Man hat hier von dem besten Hersteller der Welt mit einer riesen Historie so eine Uhr und ich hatte auch im Stream darüber gesprochen, wenn ihr jetzt zu mir kommt oder wenn wir uns treffen und ihr habt jetzt einen Submariner an, ist das eine coole Uhr. Es ist wirklich so eine tolle Uhr und so weiter, aber wenn jemand sowas trägt, ist dann, was würdest du sagen? Was machst du dann? Da würde ich sagen, also wenn jetzt ich komme so, ich bin so ein Cooler mit Palm Angels unterwegs und hab die Uhr an. Du siehst mich? Ja, keine Ahnung. Du siehst mich okay. Ja, so, Magiba Okepi an. Dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, Respekt, schöne Uhr. Mein Respekt, schöne Uhr. Und ich drehe mich um. Wer war das noch? Und du so, Magiba. Ja. Cool. Als ich die gestern online gestellt habe, habe ich keine in Weißgold gefunden. Nee, wir sind der Einzige. Online waren nur in Gelbgold. Das Lustige ist, es gibt eine Uhr auf Chrono mit Boxpapieren für 23.000 Euro, also 10.000 Euro mehr. Ich kann dir nicht sagen, ob ich jetzt zu günstig verkaufe. Ich habe sie einfach reingestellt, so für den Preis. Für mich ist okay so. Ne? Auf der anderen Seite haben wir auch noch für alle Leute, die ein bisschen Classic unterwegs sind, eine 5960 in Platin. Die hat hier auf 6 Uhr einen Brillanten. Das sieht man, die Platin-Modelle bei Patek haben das immer. Gerade im Moment
das ist auch so eine Uhr, wo ich nicht genau weiß, was abgeht. Es gibt nur eine Uhr in, ich glaube, Frankreich oder Spanien auf Chrono, die kostet 62 und sonst ich habe die mit 59 drin und sonst gibt es kein Modell mehr in Grau. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt ein Preissprung drin ist oder nicht. Ist halt eine etwas klassischere Uhr mit dem mit dem Patek-Kaliber, erster Inhouse Chronograph-Movement. Für Platin-Modell ist schon, also es ist halt einfach eine spezielle Uhr. So schön. Ich finde bei sowas, also bei Gleitsicherung schon. Du hast, glaube ich, noch nie gesagt, dass es nicht schön ist. Nee, die anderen finde ich nicht so schön. Welche? Ja, so jetzt Batman und Pepsi ist halt so okay. Aber bei sowas, das finde ich immer so schade. Die sind so schön und so komplex und so selten gesehen. Ne? Apropos komplex. Ja. Jetzt, Victoria, jetzt ist deine Zeit. Okay. Jetzt ist deine Zeit. Oh. Victoria hat nämlich diese Leute auch betreut. Ja. Hier haben wir eine Box, Leute. Jetzt wird es wild. Und zwar, wir haben hier... Ich war gestern... Du warst platt, ne? Platt. Victoria konnte danach gar nicht mehr atmen. Er sagte mir, da kommt ein Kunde, so ein bisschen was abholen, ein bisschen gucken, so... Dann kommt das raus und ich so, oha, was ist da los? Hallo? Wer ist da? Wir haben heute eine Brand, die in der Regel niemanden interessiert. Aber war erste Uhr von dir, die du dir selber gekauft hast. Ich war noch gerade am Reden. Also ja, das ist die Uhrenmarke, die keinen interessiert. Jägerle Coultre, aber ihr wisst selber, wenn ihr mich verfolgt, ich möchte auch eine haben. Also ich bin auch hinter einer her, einfach weil mir das Markenimage gefällt und so weiter. Diese Reveso. Wir sind hier mit der wahren Expertin unterwegs. Mit Blau, ne? Aber ganz spezielle Blau, nicht die normale Blau. Mit 2 Zeiger nur, Tribute, genau. Und zwar, wir haben hier ein Set zum 60-jährigen Jubiläum der Marke. Alle Uhren, die wir hier vor uns haben, haben dieselbe Seriennummer. Diese Seriennummer befindet sich unter den ersten 10, das heißt im unteren Segment. Und es sind alle großen Komplikationen hier untergebracht. Das ist ein unglaubliches Set, was man über die Jahre gesammelt hat. In dieser Box passen alle Uhren rein. Also 6 komplett unterschiedliche Uhren mit verschiedenen Funktionen. Genau, man hat hier zum Beispiel eine Minutenrepetition, einen ewigen Kalender. Absolut neu. Ja, genau. Also und alle Komplikationen, alle großen Komplikationen werden hier untergebracht in diesem Modell. Es gibt eine spezielle Jubiläumsserie, die hat natürlich die normale Zeitanzeige, aber ich sage mal so gerade ewiger Kalender, Minutenrepetition, das sind Sachen, die sehr, sehr speziell sind. Also die hat die Größe der also es ist eine klassische Reverso, ne? Wir lassen uns jetzt mal so, von der Einstellung her geht's. Wir ziehen sie jetzt mal auf, dass die Minutenrepetition, die hat halt ein Werk drin, das über den Klang die Uhrzeit anzeigt. Und das Besondere bei der Reverso ist, dass man sie halt drehen kann. Ne? Auf der Rückseite entweder gibt es einen Glasboden oder auch eine andere Komplikation, eine zweite Zeitzone. Und jetzt hören wir der Uhr beim Klingen einmal zu. Das ist krass. Das ist krass. Ja, also es ist einfach eine großartige Sache und man muss sagen, es ist eine ideale Zeit, um so etwas zu kaufen. Das sage ich aus dem Grund, weil diese Uhren im Verhältnis natürlich nicht teuer sind. Ne? Wenn wir jetzt in der heutigen Zeit uns eine Richard Mille angucken, das günstigste Modell kostet 230.000 Euro als Herrenuhr. Wir sind hier für das gesamte Set bei 220.000 Euro irgendwo. Also also alles zusammen. Genau, alles zusammen. Und die Uhren sind ungetragen, das ist etwas für einen Sammler. Es gibt sowas aktuell nicht auf dem Markt. Für die meisten Zuschauer wird es nicht interessant sein, aber dennoch ist es einfach schön, mal sowas vor einem zu haben. Lieferumfang haben wir auch gesehen, sind auch Originalbilder von da ist alles mit dabei. Genau, also das seht ihr auch nochmal in der Produktbeschreibung. Das ist einfach ein tolles Modell. Und ich freue mich, das anbieten zu können. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir gerne. Und als letzte Uhr, mit der wir auch das Video beenden, haben wir hier auf der Seite noch eine Royal Oak in Roségold. Was für ein Modell. Und Leute, da wird der Preissprung nochmal enorm sein. Aktuell befindet sich die noch in der Entwicklungsphase, sage ich mal. Und da habe ich noch ein Modell. Aber nee, und an dieser Stelle gehen wir einmal kurz zu der anderen. Wir haben noch 2 Uhren mit einem Gummiband. Ganz schnell, das wird das Video auch zu lange. Einmal eine Yachtmaster mit diesem Besatz. Hierbei ist übrigens die aber schon reserviert und das Armband auch mit dabei. Und wir haben noch eine grüne Aquanaut. Deutsche Auslieferung mit ungeschnittenem Armband. Also das ist auch noch mit dabei. Absolut geisteskrank, was wir heute alles hier auf dem Tisch hatten. Und zu guter Letzt haben wir unsere neuen Arabian King Karten. Genau, Arabian King. Morgen bei jeder Bestellung. Bei jeder Bestellung wird eine Arabian King Duftkarte mit dabei sein. Wenn ihr wissen wollt, wie der neue Duft von mir riecht, der am 23. in den Vorverkauf geht, dann bestellt jetzt irgendetwas. Keine Ahnung, bestellt Masken oder Tücher oder egal so. Was. Und ihr werdet den Duft testen können. 50% Duftölanteil,
eine Granate. Ne? Von daher, sehr einzigartig. das Video ist lang genug gewesen. Wir haben euch gelangweilt und jetzt beenden wir. Gar nicht. Nein, Es war sehr cool. Ja. Und danke, dass du bei mir warst. Meine Zuschauer sind immer happy darüber, wenn du vorbeikommst. An der Stelle vielen Dank an alle. Wenn euch diesen Content gefällt, bitte hinterlasst ein Like, ein Klingel, ein Mingel und kommt vorbei. Heute mit euch war eure Viktoria Gebauer mit Marc Gebauer an meiner Seite. Ein wunderschönes Wochenende und bis bald.